Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute finale Zusammenbau vom Boardtracker und, wenn es alles klappt, auch noch Rennstrecke. Ihr seht, neue Werkstatt, wir sind gezügelt, haben jetzt ein bisschen mehr Platz. Den Boardtracker habe ich auseinandergenommen. Hier hinten sind die Einzelteile. Hier hinten sind die neu lackierten Rahmenteile. Ich bin schon fleissig gewesen. Der Tank ist entrostet. Ich bin jetzt mit Ovatrol, beste Leben, gut am Behandeln, dass der Lack halt so konserviert wird, wie er ist. Und wir können uns jetzt diese schönen neuen Teile annehmen. Ich habe extra ein Teil noch nicht ausgepackt, dass ihr dabei sein könnt. Unboxing, sozusagen. Ja, guck mal. Das sieht doch absolut gut aus. Da sieht man gar nicht mehr, wo ich dran rumgepfuscht habe. Und jetzt machen wir es gerade an den Zusammenbau. Die Gabel habe ich schon vorbereitet. Dann noch ein Schmitze hin tun und Zusammenbau. Let's go! So, Sattel können wir jetzt montieren. Den Tank tun wir nachher auch schon mal drauf. Beim Lenker, den hat man ja einmal gedreht. Ich habe jetzt gerade konsequent rundherum verschweißt, dass wir das Problem nicht mehr haben. Boardtracker ist so weit mal zusammen, wie wir hier arbeiten können. Als nächstes muss ich das Rädchen machen. Dort habe ich aber neue Rädchen organisieren. Nur ein Mikro. Das sind ja die alten Rädchen vom alten Militärvelo. Rissige Pneu, gammelige Narben und natürlich der Lack auf den Felgenring ist auch nicht mehr gut. Ich kann mir jetzt aber neue Rädchen organisieren. Was heisst neu? Natürlich Altbestand vom Schweizer Militär. Zusammen mit originalen Maloja-Schläuchen und Ordonnanzpneu. Ich weiss jetzt zwar nicht, wie man Wulststreifen aufzieht, aber das werden wir im Laufe von heute auch noch herausfinden. Vorab muss ich aber hier natürlich auch noch den Zachenadapter aufschweißen. Gut, für den Boardtracker müssen wir jetzt zuerst Platz machen. Wir dürfen abnehmen. Übrigens, so ein bisschen Werkstatttour, das machen wir dann auch mal noch, aber nicht in diesem Video. Oh. Der Adapter ist jetzt angeschweißt. Wichtig, eigentlich will man das nicht so machen. Ich habe es jetzt lackieren lassen, voraus, ein bisschen abgeschliffen. Hat jetzt aber natürlich trotzdem ein bisschen Einschluss gegeben. Ich bin überzeugt, dass es hebt, aber richtig, wenn man es natürlich zuerst schweißen, dann lackieren. Sachen drauf, Loctite nicht vergessen. Wo ist er wo? Nicht da. Und die Schräubchen. Brauchst du Loctite? So, gesichert mit Loctite und noch Sicherungsmütterchen. Das ist absoluter Wahnsinn, was da passiert. Da wäre dran, jetzt gehen wir über, Jazze, und bauen noch die ganzen Narben zusammen. Von diesem Rädchen, das behalte ich als Ersatzrad, brauche ich jetzt nur den abbogenen Torpedo-Ding, weil an den neuen Narben, die ich gekauft habe, will ich den nicht auch noch verschandeln. Sprich, ich übernehme einfach den, plus dort in der Reihe, und dann habe ich eigentlich zwei einsatzbereite Rädchen. Ich baue jetzt das alles zusammen, Hinterrad, Vorderrad, nachher Motor rein, bam, 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 bam. Motion beschleunigt euch das Ganze und für das braucht man ein bisschen Mucke. So ein bisschen.
Kurzer Zeitsprung, wir sind jetzt gerade zum Mittagessen gewesen und haben jetzt das dritte müssen die Pneu darüber würgen. Ich weiß nicht, ob das ist, weil die halt schon so alt sind. Sind zwar neue Nusspneu, aber einfach richtig mühsam gewesen. 2 Löcher noch im Schlauch gehabt, kein Problem. Alles ist jetzt gemacht, wir können es montieren und machen jetzt weiter mit dem Zusammenbau. Was mich noch wundern ist, was haltet ihr von diesem Luftfilter? Normalerweise ist ja die schwarze Abdeckkappe vom Delator drauf. Ich habe jetzt hier mal einen flachen Pilz noch montiert. Was ich aber auch noch geil fände, wäre ein offener Trichter. Der saugt dann zwar alles an, was auf der Bahn liegt, aber optisch sehr, sehr geil. Ja, was meint ihr? Schreibt es doch in die Kommentare. Lärm macht also wie einen grossen. Ich wollte jetzt gerade noch mal schnell schauen, bevor ich alles final zusammenstecke, ob er wirklich läuft. Ich kümmere mich jetzt noch um die Kette, die Hinterbremse und ziehe alle Schrauben noch mal an. Und dann sehen wir uns morgen auf der finalen Probefahrt. Sind gespannt! So Freunde, es ist ein bisschen länger gegangen, und zwar fast 2 Monate. Wir haben jetzt aber endlich eine geeignete Strecke gefunden, wo sie uns auch mit dem Teil hier drauf fahren lassen. Wo wir genau sind, Radrennbahn Singen. Und am besten gehen wir jetzt einfach rüber und schauen uns das Ding an. Oh, das ist steil. Jo, meine Güte. Boah, jetzt sind da die Kurven hier. Wow. Ich weiß nicht, wie ihr das seht auf der Kamera, aber ich probiere mal raufzugehen. Oh, shit. Das ist mal etwas, um den Boardtracker zu probieren und auf Herz und Nieren zu testen. Meine Fresse. Den Puls haben wir schon mal. Sicherheitstechnisch fahre ich natürlich nicht so. Ich habe mir die TÜV-Kleider mitgenommen. Gas geben, einmal rundum irgendwie, unten dran. Dann anfangen das ein bisschen rauf, ein bisschen Schwung holen. Und irgendwann soll ich einfach in die Kurve rein. Und wenn ich in der Kurve bin, darf ich ja nie mehr runter. Weil es ist irgendwie so. Das heisst, meine Militär-Velorädchen, die würden dann das nicht überleben. Kommt gut, kommt gut. Ganz gut. Wenn ich unten bleibe, ist es einfacher. Oben wird es ein bisschen wackelig. In der Kurve, ich sehe gar nicht rauf. Ich bin so voll zusammengedrückt und ich schaue immer hier an. Ich muss schnell durchchecken, ob alles hebt. Ich habe das volle Gewicht, ich stehe drauf. Oh, oh! Ganz die Zündspule ist weg. Oh, die Motorhalterung ist weg. Irgendwo dort hinten. Schnell meine Zündspule suchen. Scheiße, ist das geil, Mann. Ja, passt.
Distanzröhrchen sollten auch noch rumliegen. Also geil geklappt. Das Ding hat verhebt bis auf die Zündspule hat sich selbstständig gemacht. Ich hatte keinen Bock mehr. Jetzt hat man das trotz Loctite rausvibriert. An der ist auch Zündspule dran gewesen. Aber alles in allem sehr geil, da machen wir wieder an. Und wie sich das anfühlt, wenn du einfach in diese Kurve rein bist, fretscht dich nur noch ab. Ich bin einfach nur froh, dass ich den Lenker angeschweißt. Also der Boardtrack hat es auf jeden Fall verdient, um wieder aufgebaut zu werden. Der kommt bei mir in der Werkstatt an die Wand an. Dort, wo er angehört, schön auf das Podestli. Affengeiles Projekt gewesen, gebührender Abschluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr lasst ein Like da, ein Abo für den Kanal, wenn ihr kein wilden Shit mehr verpassen wollt. Wir sehen uns nächste Woche wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.